Moin Leute, ja, herzlich willkommen zum wöchentlichen H2C-Update, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, es gibt ein paar Sachen, die ich wieder mal gedruckt habe, möchte euch dran teilhaben lassen. Zeige euch gleich erstmal die Thumbnails, die der Drucker angelegt hat. Die sind jetzt nicht in sonderlich guter Qualität, aber dann seht ihr zumindest schon mal, wo es drum geht. Die Timelapses dazu zeige ich zum Schluss. Ich sage auch noch ein bisschen was zu den Teilen und was es für ein Material war. Das letzte Mal habe ich es ja andersrum gemacht, habe ich die Teile einfach zum Schluss eingeblendet mit dem Material, was passiert ist, aber das war halt sehr unspektakulär, weil mit den Teilen das letzte Mal gab es halt überhaupt keine Schwierigkeiten. Das hier sind jetzt schon mal ein paar Sachen, die halt so mit Bambumaterial recht wenig bis gar nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist es da schon interessanter, mal kurz drüber zu sprechen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, ich hatte ja dann diese verdreckte KI-Kamera, die habe ich ja schon im letzten Video erwähnt. Und zum Software-Update können wir vielleicht auch noch eine Kleinigkeit sagen. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch die Release-Daten finde, damit ich halt euch da ein bisschen was teilhaben kann. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, gehen auf den Bildschirm und dann zeige ich euch erstmal die Thumbnails, sage euch was zum Material, welches Material und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so verlaufen ist. So, auf dem Bildschirm angekommen, machen wir es jetzt ganz unspektakulär, einfach mal mit der Windows-Foto-Vorschau und das habe ich heute gedruckt. Ich hatte eigentlich gedacht, es läuft noch, währenddessen ich das Video mache, dann hätte ich euch noch ein bisschen was dazu zeigen können, aber es ist leider schon fertig gewesen. Von daher, egal. Ist ein Festplattentray, damit ich meine ganzen alten Festplatten, die ich hier noch rumliegen habe, mal hinstellen konnte. Das ist aus einem ABS gemacht worden, was von mir ist. Das Material, muss ich dazu sagen, hatte sehr starke Schwankungen, weil das war mit eines der ersten Materialien, die ich extrudiert habe. Das Material geht von 1,4 bis 1,89 mm hin und her. Selbst das hat der Drucker tadellos gefressen. Man sieht in der Timelapse wahrscheinlich etwas Lines an der Außenseite, aber es ist trotzdem deutlich besser rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, bei diesen starken Schwankungen von der Materialstärke. Und deswegen könnte es halt sein, dass man hier was sieht oder hier was sieht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das wollte ich euch nur mitgeteilt haben. Also das hat absolut nichts mit dem Drucker zu tun, sondern das war halt rein mir geschuldet. Das nächste, was ich probiert habe, ist von Werbewunder das Korkmaterial. Das ist ein PLA-ähnliches Material, wird aber mit deutlich höheren Temperaturen gedruckt, weil bei den Temperaturen, wo normales PLA zum Halten kommt, passiert hier halt noch gar nichts. Dann kann man das Teil einfach verdrehen und es ist Spaghetti auseinander. Die Drucktemperaturen sind hier eher so bei 245 Grad. Dann ist es auch perfekt zu drucken und die Ergebnisse waren annähernd perfekt, obwohl ich dafür halt ja auch noch kein Druckprofil oder ähnliches hatte. Ich habe dann halt einfach ein Druckprofil dafür erstellt, habe dann meine Kalibrierungen durchgefahren und dann hat der Drucker das Material auch ohne Probleme gefressen, obwohl hier halt, ich glaube, 30 oder sogar 40% Kork drin sind. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Material liegt schon länger bei mir rum. Ich wollte es nur zum Testen nehmen. Das nächste, was ich gemacht habe, ist dann aus dem Korkmaterial eine Stange für meinen Lötkolbenhalter, also wo das Lötzinn draufkommt, um zu schauen, ob hier irgendwelche Artefakte oder sowas auftreten. Aber selbst das hat der Drucker wirklich sehr gut gemeistert, muss ich sagen. Habe ich so jetzt selten gesehen. Bei meinem Eigenbau war es dann mit dem letzten Lüfter-Update ähnlich, aber wenn da mit dem Lüfter was nicht stimmt, ist es schon ein echtes Problem. Jo, das nächste ist gewesen HIPS, was heutzutage ja überhaupt nicht mehr verbreitet ist. Daraus habe ich das Riesen-Lithophan gemacht. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut rausgekommen. Das wird jetzt ein Ostergeschenk, deswegen habe ich ein Bild genommen, wo man halt auch wirklich nichts erkennt. Genauso auf dem Timelapse, weil ich weiß, dass derjenige, der es bekommen wird, auch bei mir mitguckt aus der Verwandtschaft und deswegen ist es definitiv halt so, dass es nicht erkennbar ist. Ja, zum HIPS zu sagen, war früher immer so ein Hassmaterial, wurde oft benutzt als Stützmaterial für ABS und ASA, weil HIPS lässt sich mit reiner Zitronensäure im Prinzip komplett auflösen. Also das heißt, es wird dann wirklich, das verflüssigt sich. Und ist dann halt auch, wie wenn man PVA ins Wasser gibt, irgendwann komplett weg.
Ja, zum Drucken war es immer relativ problematisch, früher zumindest, weil es braucht dann doch eine sehr windgeschützte Ecke. Also ich habe das mal probiert auf einem Bettschubser im Keller, wo eigentlich keine Luftbewegung ist, weil der halt wirklich dort mitten im Raum stand, wo sich auch kein Lüftchen regte, also ganz am Anfang meiner Zeit. Das Ganze ging bis zu einem gewissen Punkt gut und dann ist das Teil einfach komplett vom Bett runtergesprungen. Also das Material ist echt nicht so einfach zu handhaben, wenn der Drucker Probleme mit der Belüftung hat und irgendwie auch vom Hotend her da komische Falschluft in das System kommt. Und durch diesen beheizten Bauraum noch dazu, es ist sogar komplett auf dem Bett geblieben, ohne Brim, ohne alles. Also ich drucke kontinuierlich in diesem Drucker alles ohne Brim und habe noch kein Teil gehabt, obwohl ich das Druckbett schon zu über 80% gefüllt habe mit einem Teil. Ist noch nicht ein Teil vom Druckbett hochgekommen, also noch nicht 1 Millimeter davon. Wichtig ist halt, dass die Pipeplatte sauber ist, aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Das ist ja im Endeffekt immer dasselbe. Ja, das nächste war dann ein Multicolor ABS. Das sind alles Materialien von mir gewesen. Das Grundmaterial ist halt uneingefärbtes ABS gewesen und die anderen sind halt alle gefärbte Materialien gewesen. Auch das kam mehr als zufriedenstellend raus, um es mal so auszudrücken. Das Einzigste war nur, ich habe die Materialien zu der Zeit noch nicht kalibriert gehabt. Das Blau ist ein kleines bisschen überextrudiert gewesen, aber auch das ist hier deutlich stärker selbst auf diesem schlechten Thumbnail ist es deutlich stärker zu sehen, wie es in echt aussieht. Also in echt, wenn es auf dem Tisch steht, sieht man eigentlich gar nichts mehr oder wenn es im Regal steht. Von daher absolut Respekt. Die Standardprofile, selbst die Generic-Profile sind wirklich gut abgestimmt und sind auch ziemlich neutral abgestimmt. Das nächste war dann das Valentinsgeschenk für meine Frau. Aus dem Rot, was ich vorher nicht kalibriert hatte, zu der Zeit dann kalibriert. Deswegen absolut keine Layerlines. Bombastisch. Ich meine, ich klinge jetzt hier wie der absolute Bambu-Fanboy, das ist aber nicht der Fall. Ich versuche kontinuierlich eigentlich Sachen auszuprobieren, wo ich weiß, wo andere Drucker, auch der Retric, also ich meine, der Retric ist ja kein günstiger Drucker, auch der hat da teilweise Probleme, wenn man ein bisschen Luftzufuhr gibt, dass gerade so kleine Konturen nicht anfangen, Glanzstellen zu entwickeln, weil sie dann halt nicht schnell genug auskühlen, hat Probleme damit. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Also das muss ich wirklich so erwähnen, weil es so ist. Auch das ist halt der Grund, warum ich mit PLA nichts machen möchte, weil der Drucker mit beheiztem Bauraum, das ist für mich kein PLA-Drucker, tut mir leid. Sehen vielleicht viele anders, von wegen der Drucker muss von PLA bis Nylon alles drucken, ist auch richtig so, sollte er können, aber ich drucke halt am liebsten technische Materialien, weil sie halt auch viel haltbarer sind, wenn man sie als Deko verwendet oder sonst irgendwas. Ich habe halt festgestellt, um da mal ganz kurz abzuschweifen, wir haben zwar schon 8 Minuten, aber um mal ganz kurz vom Thema abzuschweifen, ich habe festgestellt, dass PLA halt über die Zeit auch altert und wenn sowas dann mal runterfällt, ist es halt so, dass das PLA teilweise genauso wie PETG dann auf einmal splittert wie Glas. Und dann ist es hinüber. Und ABS, selbst wenn die Sonne im Prinzip das ABS ja mit der Zeit so ein bisschen zersetzt, ist es halt so, dass es maximal ausbleicht, aber von der Grundbeschaffenheit her ist selbst bei den ABS- und ASA-Teilen, die jetzt schon 3-4 Jahre im Fenster stehen und dort halt als Deko stehen, noch nie passiert, dass die Teile halt zersplittert sind, sondern die kriegen halt eine Macke oder eine Beule und dann ist es auch wieder gut. Deswegen bin ich eigentlich, ja, ich weiß es nicht, also mir macht es halt mehr Spaß, mit diesen technischeren Materialien ab ABS aufwärts zu drucken. Das ist halt auch immer so ein eigenes Ding. So, wieder zurück zum Thema. Das nächste Teil, was ich gedruckt habe, ist auch ein ABS. Das ist das Grund-ABS gewesen. Mit diesem Kerzenständer, mit diesen Facetten. Ist in gleicher Qualität rausgekommen wie beim Retric mit abgestimmtem Profil. Also auch dort absolut nichts zu beanstanden. Und auch die Betthaftung bei diesen Teilen, die ja sehr speziell sind von dem, wo sie ziehen und wie sie ziehen, überhaupt kein Problem. Also auch alles absolut auf dem Bett geblieben. Und dann so ein kleines Honda-Schlüsselanhängerchen, braucht man nicht weiter erwähnen, ist super rausgekommen. Habe ich gedruckt mit 0,12er Layerhöhe. Und dann war es das auch schon. So, dann gehen wir jetzt gleich nochmal zu dem Update über.
So, dann kommen wir mal zu dem letzten Update. Das ist von vorgestern auf dem H2C und zwar wurden hier ein paar Sachen geändert und zwar einerseits ein Bug gefixt, der mit der 02er Düse zu tun hat. Und zwar hat das was mit der Kalibrierung zu tun, die nicht in Ordnung war, wie es scheint. Dann als nächstes war eine mechanische Interferenz zwischen Hotend und Actuator. Aber das könnt ihr euch ja auch selber genau dann nochmal übersetzen, wenn ihr wollt, beziehungsweise bei euch dürfte es ja dann auch gestanden haben, nur um das nochmal so ein bisschen kundzutun. Und dann hier halt eben, dass mit dem Cornering manchmal Probleme aufgetreten sind. Dass da halt ja im Prinzip das zu Druckabbrüchen geführt hat, so wie es hier halt steht. Hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass teilweise die Ecken halt anders gefahren wurden wie jetzt. Also es ist so, dass die Ecken schöner rauskommen als vorher. Also da ist definitiv irgendwas passiert. Und die Nozzle Presence Detection ist auf jeden Fall noch verbessert worden. Und halt das Offset, also die Offset-Kalibrierung ist verbessert worden. Das war halt im Prinzip alles. Das heißt also, das Update hat jetzt definitiv noch nichts mit der AMS-Geschichte zu tun. Das kommt ja, wie Bambulab mir geschrieben hat, erst im März. Und da warten wir halt dann mal weiter drauf ab. Aber wenn jetzt weitere Updates kommen, wo größere Bugfixes oder so drin sind, werde ich euch auch gerne auf dem Laufenden halten. Falls ihr Interesse daran habt, dann müsst ihr euch das nicht selber durchlesen, wenn ihr vielleicht das Update noch nicht gemacht habt in der Zeit. Aber das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich darüber Bescheid, ob euch das interessiert oder nicht. Und dann würde ich sagen, verfahren wir in dem Sinne weiter und ich halte euch dann halt weiter auch auf dem Laufenden, was ich so probiert habe und was nicht. Also der Drucker hat jetzt bis auf eine Rolle Bambulab-Material sonst noch gar kein Bambulab-Material gesehen, weil ich auch ganz ehrlich keins gekauft habe. Doch, ich habe sogar eine Rolle noch bestellt und zwar PETG Glasfaser in dunkellila. Die liegt hier aber noch rum, da habe ich noch keinen Einsatzzweck für gehabt, aber ich habe gedacht, die Farbe sieht so geil aus, die musst du dir auf jeden Fall mal hinlegen, damit du es mal testen kannst. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon. Es ist jetzt ansonsten nichts Negatives oder Positives mehr zu berichten. Der Drucker frisst halt nach wie vor alles, was an Material zu füttern ist. Achso, noch zum Drucker selbst. Der Drucker hat jetzt 136 Stunden drauf, laut Home Assistant. Das ist dann auch laut Drucker. Und dann ist das Ganze halt so, dass der Drucker halt auch munter weiter Stunden fahren wird. Also ich denke mal, ich werde euch da so bis 500 Stunden auf dem Laufenden halten, vielleicht auch ein bisschen länger. Also wenn es da irgendwelche größeren Sachen gibt, die zu berichten wären, auch länger. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und habt ein schönes Restwochenende.